Welche Unterlagenerklärung? Sie möchten Ihre Steuererklärung vorbereiten und wissen nicht, welche Unterlagen Sie für die Steuererklärung alle benötigen? Darum geht es in diesem Video. Bleiben Sie also dran. In diesem Video bekommen Sie einen groben Überblick über die grundsätzliche Vorbereitung der Steuererklärung. Ja, beginnen Sie, sich die notwendigen Unterlagen zurechtzulegen. Und da fangen wir gleich mal an mit sämtlichen Einkünften vom 1.1. bis 31.12. Sind Sie als Arbeitnehmer beschäftigt, dann legen Sie sich alles zu den Werbungskosten bereit. Dann brauchen wir die Versicherungsbeiträge und sonstige Sonderausgaben. Sollten Sie außergewöhnliche Belastungen haben, dann legen Sie sich auch diese zurecht. Und haben Sie Handwerker oder Dienstleister in Ihrem Haushalt beschäftigt, dann suchen Sie sich die Rechnung und den dazugehörigen Kontoauszug bereit und als Mieter einer Mietwohnung Ihre Nebenkostenabrechnung. Sollten Sie Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung haben, dann brauchen wir auch hier die Einnahmen und die Ausgaben. Ja, je besser Sie vorbereitet sind, umso leichter geht Ihnen natürlich alles von der Hand. Und wie sagt ein Sprichwort so schön, eine gute Vorbereitung ist schon das halbe Geschäft. Beginnen wir mit den Einnahmen. Wenn Sie jetzt Einnahmen aus nicht selbstständiger Tätigkeit als Arbeitnehmer beziehen, dann haben Sie eine elektronische Lohnsteuerbescheinigung oder aber auch 2 oder mehrere, wenn Sie im Laufe des Jahres den Arbeitgeber gewechselt haben. Achten Sie darauf, dass Sie das komplette Jahr vom 1.1. bis 31.12. zusammen haben. Waren Sie nicht das ganze Jahr über beschäftigt, weil Sie krank oder arbeitslos oder zur Kur waren, dann haben Sie eine Bescheinigung von Ihrer gesetzlichen Krankenversicherung, vom Arbeitsamt oder von der Rentenversicherung. Haben Sie Einkünfte aus Kapitalvermögen und haben Ihren Sparerpauschbetrag vielleicht nicht richtig aufgeteilt, dann wurde Ihnen Kapitalertragssteuer plus Solizuschlag plus eventuell Kirchensteuer einbehalten, die Sie sich unter Umständen vom Finanzamt wiederholen können. Die Steuerbescheinigungen, die wurden bis vor einigen Jahren automatisch verschickt. Das ist leider heutzutage nicht mehr so. Wenn Sie keine Steuerbescheinigung zur Vorlage beim Finanzamt haben, dann müssen Sie die leider bei Ihrem Anlageinstitut anfordern. Beziehen Sie ein oder mehrere Renten, dann haben Sie Ihre Rentenbescheide aus der gesetzlichen Rente, aus Riester- oder Rürup-Verträgen, aus Versorgungswerk Bund und Länder oder rein private Renten. Suchen Sie sich die ganzen Bescheide heraus. Ja, und dann nochmal Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung, das hatten wir vorhin schon. Suchen Sie die Einnahmen und die Ausgaben, also die Werbungskosten aus Vermietung und Verpachtung heraus. Das Thema Werbungskosten ist sehr, sehr umfangreich, sofern Sie noch als Arbeitnehmer beschäftigt sind. Wenn Ihr Weg zur Arbeit, also zu einer regelmäßigen und ersten Tätigkeitsstätte, wie der Gesetzgeber so schön sagt, mindestens 15 Kilometer oder mehr beträgt, dann lohnt es sich wirklich, jeden Beleg aufzuheben. Sie kommen nämlich dann automatisch über diese 1.000 € Werbungskostenpauschale. Sollten Sie Auswärtstätigkeit gehabt haben, zum Beispiel Einsatzwechseltätigkeit, Fahrtätigkeit, Dienst- oder Geschäftsreisen, dann haben Sie in der Regel von Ihrem Arbeitgeber eine Aufstellung darüber. Gehören Sie zu dem Personenkreis der doppelten Haushaltsführung, denken Sie daran, dass Sie nicht nur Ihre Miete und Nebenkosten in der Steuererklärung erfassen, sondern auch solche Aufwendungen wie Einrichtung der Wohnung, Ausstattung, also zum Beispiel Gardinen, Teppiche, Mobiliar, Fernseher, aber auch Küchenutensilien und was es da alles so gibt. Sind Sie Mitglied einer Gewerkschaft, dann suchen Sie sich die Beiträge zu den Berufsverbänden heraus, die müssen wir ebenfalls in der Steuererklärung erfassen. Arbeitsmittel beziehen sich immer auf den ausgeübten Beruf, also Arbeitsmittel sind die Mittel, die Sie brauchen, um Geld zu verdienen. Ebenso die Fachliteratur für Ihren ausgeübten Beruf und viele nutzen auch Ihr Telefon beruflich, dann können Sie die Telefon-, Fax- und Internetkosten sich heraussuchen von Januar bis Dezember und übernehmen die 12 Monatsbeiträge in Ihre Steuererklärung. Fortbildungskosten, ja, das kann mitunter sehr, sehr umfangreich sein. Da gehören ja nicht nur die Fachliteratur und Büromaterial dazu, unter Umständen auch anteilig ein Arbeitszimmer oder Fahrkosten, was auch immer, vergessen Sie nichts. Bewerbungskosten sind in der Regel ja Kosten für Passfoto, für Porto, für Kopierpapier, für Briefumschläge, für Bewerbungsmappen
Und wenn Sie zum Vorstellungsgespräch gefahren sind, dann eben auch die Fahrkosten. Haben Sie typische Berufsbekleidung, wie zum Beispiel beim Koch oder beim Schornsteinfeger oder Bäcker, wo also an der Kleidung schon der Beruf zu erkennen ist, dann können Sie nicht nur die Kosten für die Kleidung, sondern auch für Reinigung und Reparatur geltend machen. Ja, und alles, was Sie hier unter diesen Positionen nicht unterbringen können, erfassen wir dann bei den sonstigen Werbungskosten, wie zum Beispiel der Berufsrechtsschutz, der berufliche Anteil, Unfallversicherung, das ist in der Regel 50% vom Jahresbeitrag, oder auch im Baugewerbe die Winterbeschäftigungsumlage. Wenn Sie Anspruch auf vermögenswirksame Leistungen haben, zum Beispiel Bausparvertrag oder Wertpapierkaufvertrag, und Anspruch auf die Arbeitnehmersparzulage, vergessen Sie nicht, diese in Ihrer Steuererklärung zu erfassen. Es gibt ja immerhin noch 9% auf den eingezahlten Betrag. Ja, Sie benötigen denn diese Vertragsnummer, den Institutionsschlüssel, natürlich die Höhe der vermögenswirksamen Leistungen und das Ende der Sperrfrist. Sie kriegen leider diese Anlage VL für vermögenswirksame Leistungen nicht mehr so zugeschickt wie in den vergangenen Jahren. Das war nämlich immer sehr praktisch. Es sieht jetzt alles ein bisschen anders aus. Sie sollten sich da Ihre Unterlagen genauer anschauen. Dann haben wir den Punkt Sonderausgaben. Das sind Ihre Versicherungsbeiträge und sonstige Vorsorgeaufwendungen. Sind Sie Mitglied einer Kirche, dann zahlen Sie Kirchensteuer. Die ist in der Regel schon auf der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung eingetragen. Haben Sie im Vorjahr eine Erstattung aus der Kirchensteuer bekommen, dann müssen Sie diese auch in der Steuererklärung erfassen. Die gilt ja dann als Einnahme. Wenn Sie gespendet haben, dann haben Sie eine Spendenquittung. Sollten Sie keine haben, dann reicht auch bis zu einer Spende von 200 € als Nachweis die Kopie vom Kontoauszug. Sind Sie Mitglied einer politischen Partei, dann suchen Sie sich die Mitgliedsbeiträge raus. Berufsausbildungskosten sind Kosten für die erstmalige Ausbildung eines Berufes. Also es kommt ja vor, dass junge Leute nach der Schule keinen Bock mehr haben, weiter die Schulbank zu drücken und gehen ins Berufsleben, um Geld zu verdienen. Nach einigen Jahren besinnen sie sich dann und sagen, naja, mein Gott, es ist ja doch vielleicht besser, wenn man einen abgeschlossenen Beruf hat, und beginnen wirklich eine Erstausbildung. Eine Erstausbildung muss mindestens über 12 Monate gehen, in Vollzeit erfolgen und mit einer Abschlussprüfung enden. Berufsausbildungskosten können Sie maximal bis zu einer Höhe von 6.000 € unter den Sonderausgaben geltend machen. Im Gegensatz dazu gibt es die Fortbildungskosten, die gehören zu den Werbungskosten. Haben Sie Unterhalt an den geschiedenen oder getrennt lebenden Ehe- oder Lebenspartner geleistet, dann suchen Sie sich die Zahlungen ebenfalls raus. Zu den allgemeinen Kosten gehören Nebenkosten und Hausgeldabrechnung, Handwerkerleistungen im Haushalt und Hilfen und Dienstleistungen im Haushalt. Als Mieter einer Mietwohnung bekommen Sie eine Nebenkostenabrechnung, auch als Betriebskostenabrechnung oft bezeichnet, und als Eigentümer einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus bekommen Sie eine Hausgeldabrechnung. Legen Sie sich also diese entsprechenden Abrechnungen bereit. Haben Sie Handwerker oder Dienstleister in Ihrem Haushalt beschäftigt, suchen Sie sich die Rechnungen und den dazugehörigen Kontoauszug raus. Es können An- und Abfahrt und die reinen Lohnkosten steuerlich geltend gemacht werden. Haben Sie keine Zeit oder keine Lust oder können aus gesundheitlichen Gründen Ihre Wohnung nicht selber putzen, dann können Sie auch die Kosten für eine Putzhilfe steuerlich geltend machen. Bei Handwerkerleistungen sind das Kosten für Umbau-, Modernisierungs- und Erneuerungsmaßnahmen, ebenfalls An- und Abfahrt und die reinen Lohnkosten. Sind Sie umgezogen, egal aus welchem Grund, dann können Sie die Transportkosten für das Umzugsgut durch eine Spedition oder aber auch die Kosten für den Miet-Lkw unter haushaltsnahe Dienstleistungen steuerlich geltend machen. Dann haben wir noch den Punkt außergewöhnliche Belastungen allgemeiner Art. Ja, das sind im Prinzip die Kosten, die der Gesundheitserhaltung dienen, mal ganz grob gesagt. Das sind zum Beispiel Rechnungen für Arztbehandlungen, Brille, Sehhilfen, der Eigenanteil bei Krankenhauskosten, die Rechnung vom Heilpraktiker, aber auch die Kosten für Hörgerät mit Zubehör, Kontaktlinsen und Pflegemittel, Krankengymnastik, Medikamente. Und bei Medikamenten muss ich nochmal darauf hinweisen, Medikamente nur
die ärztlich verordnet wurden. Wenn Sie bar in der Apotheke irgendwelche Medikamente kaufen und haben keine Verordnung dafür, gehört das nicht in die Steuererklärung. Also nur, was ärztlich verordnet ist. Sollten Sie orthopädische Schuhe und Einlagen haben oder Rechnungen für Vorsorgeuntersuchungen, die Sie selber bezahlt haben, dann suchen Sie auch diese raus, genauso wie für Zahnbehandlung und Zahnersatz und Zuzahlungen jeglicher Art. Haben Sie Kinder in Ihrem Haushalt, für die Sie Kindergeld bekommen, dann brauchen wir natürlich neben den persönlichen Angaben auch die persönliche Identifikationsnummer, den Namen der zuständigen Familienkasse, wenn das Kind noch ein bisschen kleiner ist und betreut werden muss, die Kinderbetreuungskosten. Und hier zählen wirklich nur die Kinderbetreuungskosten. Keine Kosten für Essengeld, keine Kosten für Nachhilfe und keine Kosten für irgendwelche Sportvereine oder sonstige Vereine. Reine Betreuungskosten. Geht Ihr Kind in eine Privatschule, dann haben Sie auch darüber einen Vertrag oder einen Nachweis der Zahlung über das Schulgeld. Ist Ihr Kind bereits über 18 Jahre, dann möchte das Finanzamt den Grund für die Beantragung in der Steuererklärung wissen. In der Regel sind die Antragsgründe entweder Besuch Gymnasium oder Berufsausbildung oder Studium oder aber auch einen Übergangszeitraum von maximal 4 Monaten zwischen 2 Ausbildungsabschnitten. Ja, das war im Prinzip der grobe Überblick und hier nochmal der Hinweis, also es ist wirklich egal, ob Sie die Steuererklärung selber machen oder in professionelle Hände geben. Die Vorbereitung, die ist immer gleich und bleibt Ihnen nicht erspart. Ja, und nun wünsche ich Ihnen viel Erfolg beim Steuern sparen. Haben Sie Fragen zu diesem Video, dann lassen Sie es mich ruhig in den Kommentaren wissen. Schreiben Sie auch gerne in den Kommentaren, an welchen Themen Sie hinsichtlich der Steuererklärung noch interessiert sind. Mein Name ist Jutta Martin und ich leite seit 27 Jahren eine Beratungsstelle eines Lohnsteuerhilfevereins.